so straff sitzen. Aber darf natürlich ja nicht wackeln. Do that. So that's perfect. Just below this, just below. Again, that's just my preference. Okay, also es ist wie er das am liebsten hat, dass er das so passend genau hat. And then I'll just round that edge so that it's smooth. I like everything to be smooth because a very sharp edge with wood, if it's touched with something hard, it will dent. Whereas a radius is much harder to damage. Genau, nee, also er sagt halt, wenn man also so ganz scharfe Kanten hat im Holz und dann kommt man mit irgendwas hin, dann ist natürlich gleich Macke drin. Und er möchte halt, dass das eben entsprechend gut zu behandeln ist, ohne dass da gleich irgendwas passiert. Okay. So. I'm not going to do very much finishing. So when before I took the lid off, I would have sanded the front face texture. Okay. Also bevor er den Deckel hat abgeschnitten hätte, normalerweise hätte er jetzt erst die Oberfläche entsprechend geschliffen, damit er also möglichst nachher keine Arbeit mehr hat. And then when that's in there, and I've done that, and the texturing, then I finish that and take that out. Und wenn er eben die Unterseite vom Deckel macht, macht das also auch ganz genauso, dass er nachher da nicht mehr viel rumzutun hat. So this is 240. Das ist ein 240er Papier. Oder Schleif. Just very small. I'm not going to do a lot of sanding because of the dust. Ja, jetzt macht er heute nicht sehr viel Schleifarbeiten, damit er uns nicht einstaubt. Reicht. Yeah. So dust is very important in your own workshop to make sure you've got respirator. Ja. Also aufpassen, dass manche Holzstäube sind natürlich auch sehr ungesund. Aufpassen, dass er da entsprechende Staubmasken oder so tragt. Okay. So now I reverse this and I'm going to turn off the base. So the way that I do that is actually I use a friction pad. Okay, so this is just a waste piece of wood. Yeah. It fits in here. And now the one that I normally use has rubber on the front face. I left that on my workshop bench. So I'm going to use this one with a foam pad. Er hat also da sich so eine Einrichtung gebaut aus ein Stück Abfallholz, wo er also entsprechend Gummi drauf hat. Und wenn er jetzt das Gefäß runternimmt von dem Futter, nimmt er das jetzt her. Er hat sein Originalteil zu Hause auf seiner Bank vergessen, in seiner Werkstatt. Und macht das halt jetzt mit diesem Schleifpapier. And so when we started off, between center. Wir haben am Anfang ja das zwischen den Spitzen, genau, zwischen den Spitzen gehabt. Jetzt kann man es wieder hernehmen, diese Markierung. Und er nimmt es einfach als Träger oder als Reibe, weiß ich nicht was. Damit ihm das nicht runterfällt. Das kann er ganz gut einklemmen jetzt zwischen die Spitzen. Okay. Da muss ich noch zu helfen wissen, gell? Das hat mein Opa einmal gesagt. And I make these different sizes. Er hat sich da verschiedene Größen von diesen And I also make them Vorrichtungen gebaut. that go inside of Und pieces. welche die halt vor allen Dingen auch in den Topf da hineingehen von den Durchmessern, dass das also schön fest sitzt.
So I carry on the curves. Jetzt macht er damit diesen Hohlkehlen weiter. Now, if they do not like, if they cannot do this, then if they use the handle higher with this flat and use the radius like a scraper, like this. Okay. Also wenn man jetzt das nicht so gut hin und her bewegen kann, dann soll man den Handgriff höher nehmen und nützt also praktisch vorne vom Fingernagelanschluss den Radius als Schaber. Jetzt kommt wieder dieses Texturiertool. So now I'm going to reduce this waist section down and make a flat concave for the base to sit. Now the cone that I'm using, the centre I'm using here is a cone, Okay. and not a point. Okay. So that when this gets small, if I use a point, it can split the wood, Okay. but the cone doesn't. Also wenn er da den Konus nimmt, dann kann ihm das untere Teil nicht so leicht splittern, wie wenn er eine Spitze nimmt, weil jetzt dreht er also praktisch den unteren Teil ab und er macht es also ein bisschen konkav und es wird dann einfach ein glatter Boden unten, auch, dass man nachher auf diesem Untergestell aufsitzt. And I'm going to use the skew chisel Jetzt nimmt er wieder den down. And Spitzmeißel. this means I can get into much smaller areas. Mit dem kommt er halt ganz schön schmal hin zum Abstechen. So I'm going to try and get it as small as I can. Das macht er jetzt so schmal, wie es nur irgendwie geht Turn the speed down. und reduziert die Geschwindigkeit. You can stop before this and cut through with the Ja. saw. Es ist schon empfehlenswert, dass man vorher aufhört, bevor es also jetzt dann abgeschnitten ist und steigt. Die ersten 10.000 sind am schwersten. Aha, jetzt kommt's. And then I just take off Jetzt muss er nur noch den kleinen the Rest tool da there. wegmachen und schon steht's. And I have Jetzt hat er sich da so ein Gegenstück auch wieder gebaut. just a waste piece of wood with a small Ist auch wieder sanding on it. Abfallholz. Genau. Goes in there. Ja. Und schon ist weggeschnitten.
25 Jahre. Just with some 180 grit abrasive. Ja, er macht da so ein 180 Grad Papier, 180er Körnung. So that's the pots, and the next thing we need to do is make a button Ja. to go in the top. Also jetzt ist der Topf soweit fertig, Deckel auf, jetzt kommt dann oben der Knopf drauf. So for this, I've got a Dafür hat er sich jetzt auch wieder ein Stück Holz zurechtge... small piece of maple. Er hat sich auch wieder ein bisschen Ahorn vorbereitet. See if this will go in. Again, the grain's running this way. Also die Faser verläuft wieder parallel zur Achse. Die Maserung, nicht die Faser. Changing over to a small Jetzt nimmt er sich eine kleinere so I can get Handauflage, him nice and close. damit er also schön nah dran kommt. Now rough to the round, so make it round. So, jetzt rundet das alles wieder. And once we're to the rough sort of size, we need to decide on what size to make the button. Also jetzt muss man halt überlegen, wie groß So die Scheibe bzw. der Unterteil von dem Knopf sein soll. we'll make it round about a third Ungefähr ein Drittel von dem Außendurchmesser. of the diameter. So again, it's personal taste. Das ist natürlich je nach persönlichem Geschmack. I think that should be, yeah, that's good. So I turn it down to that diameter. Das dreht er jetzt runter auf den Durchmesser. Er dreht es runter auf den Durchmesser, den er haben will. Ein Drittel des oberen Deckeldurchmessers. And clean off the front. Jetzt macht er wieder die Vorderseite schön sauber. So to do this with this tool, I start cutting to the right of the tip, and that pulls the tool down into. Also er schneidet mit diesem Werkzeug, If I go left of the tip, also rechts schneidet er und nicht das Werkzeug so nach links drehen. so if I go like this, Wenn er nach links mit dem Werkzeug geht, dann fängt es. Ganz schnell und dann hat er halt... always. So if I'm going to the right, I cut to the right of the Genau. tip. If I go to Wenn er the- also das Werkzeug eben mit der Schneide nach rechts oder mit dem Anschliff nach rechts hält, dann geht es rechts runter. if I go to the left, I cut to the left of the tip. Genau, und wenn er nach links das Werkzeug mit der Schneide hält, dann geht es eben nach links. Wie war das? Das ist ein Nürnberger, oder? Die Armen. Vielleicht sollte man Vierter sagen. So now I work out how wide I want the button. Ja, So I could do several different shapes. I'll show a couple different shapes. So jetzt zeigt er uns verschiedene Formen von Knöpfen. like that. Okay.
hat er jetzt auch wieder ein bisschen ausgehöhlt. So again, what I'm going to do with my texturing tool is if I put texture on all the parts, it will connect them all together. Yeah? Also wenn er alles eben texturiert von diesen unterschiedlichen Teilen, dann passt es einfach besser zusammen. Deswegen macht er den Knopf oben auch mit dem entsprechenden Muster. So with the drill that I used earlier to drill the hole in the lid, I measure this. Jetzt nimmt er wieder seinen Spezialhandbohrer, misst den Durchmesser. And then with my parting tool, Und jetzt geht er wieder mit seinem Abstechschal. parting slowly. So, und jetzt schneidet er so weit runter, dass er eben zu diesem Durchmesser kommt. Von dem Holzbohrer. Okay. And measure, look at the depth, cut it off to the depth that you Ja, want. genau. So, jetzt schneidet jeder dann bis zu der Tiefe das runter, wie er das gern hat. Und jetzt hat er natürlich den Ding für den Knopf schon fertig sozusagen. And then hopefully, if it's the right size, Wenn es hoffentlich die richtige Größe ist, passt der Knopf. you just push in. Okay. Ja, genau. Prima, super. So, that's that. The next thing I need to do is, we've got half an hour, haven't we? Ja. Roundabout. Yeah. Don't worry. Jetzt 2 Minuten later. No, it'll be fine. So now I need to make the stand. So, jetzt macht er den Ständer, das Gestell unten. Go on. So the first thing I need to do is to rough a piece of wood end grain again, so the grain parallel. Okay, jetzt nimmt er wieder ein Stück Holz, Okay, with die Maserung parallel zur Achse. okay. And the first piece that we're going to make is this disc here. Okay, als erstes macht man eben diese Scheibe, worauf dieser Topf dann steht. So back to the spindle roughing gouge, the large gouge. Jetzt that I geht er use. wieder zu dieser Spindelröhre zurück.
Macht es grob rund. Stand out the way, turn the speed down, bring the speed up slowly. Genau. Geschwindigkeit ganz langsam steigern. Richtig da hinten. So I move my body as I use my tools. Okay? Immer mit den Werkzeugen die Bewegung des Körpers machen. Nicht einfach fest stehen und das Werkzeug hin und her bewegen. Now I produce the spigot on the end again, as I did before. Jetzt macht er wieder einen Zapfen. The fit into the chuck. So again, I could measure, okay, but I know that if I hold off about 10mm from here, I'll be in the correct size. Okay. From experience. Okay, aus Erfahrung weiß er also, wenn er das entsprechend so 10 mm praktisch von der Mitte weg macht, dann ist er also in dem Griffbereich des Futters. Braucht er also nicht nachmessen. Shake the spigot so it fits into the chuck with the skew. Ja. Jetzt macht er wieder mit diesem Steckmeißel, formt er den Zapfen. And then put the chuck back on the lathe and tighten it into the chuck. Genau, und jetzt kommt dann wieder das Futter auf die Bank. Ja, ja. Das kann er sein. Geht die gar nicht so. Okay. So. So first thing I'm going to do is clean off the front face. Jetzt macht er wieder die Oberseite schön. Flutes are pointing towards 2 o'clock. Und da hält er wieder das Werkzeug Richtung 2 Uhr. Handgriff unten. Okay. Then the diameter of the base will depend on the size of this. Der Okay, Durchmesser so you can, des Unterteils bemisst sich natürlich nach dem oberen Gefäß. yeah, you can alter the size to suit. Also das bleibt eurem Geschmack jetzt überlassen. So this one's a little bit small for this piece because this one's a bit bigger. Ja, er sagt halt, für dieses Unterteil ist also für diesen Topf ein bisschen klein, weil das ein bisschen größer gemacht wird. So now I'm just going to make a very shallow concave surface. Jetzt macht er also eine ganz flache, konkave Oberfläche. Sehr vorsichtig.
Jetzt macht er das wieder dann schön mit Schmirgelpapier sauber. Now we part through this to around about 10 millimeters wide. Depends again on how big the piece is. Also jetzt sticht er das auch wieder so ungefähr 10 Millimeter ab. Hängt natürlich von dem entsprechenden Durchmesser ab, was man also sich als Unterteil vorstellt. Jetzt entgratet er die Kanten ein bisschen. And if I use a very sharp tool and the wood's good, the underside is finished. Okay, wenn er also ein sehr scharfes Werkzeug hat, dann ist praktisch die Unterseite einfach schon fertig, da braucht er gar nichts mehr schleifen. Stop now again, we stop the lathe and cut through with the saw, or if we just keep this tool on center height. Entweder schneidet man es ab mit dem Dingens, oder man macht es vorher mit der... Dropping it was extra. Okay, das war jetzt extra, die Vorführung. So, could also, to finish the base, just as we did before with the sanding arbor, okay, Man kann natürlich wie vorher, dass man entsprechend das yeah, finish abschleift. the base, or we can also make out of another piece of waste wood to jam in the same and skim off like I did. Ja. Man kann natürlich wieder auch mit so einem, so wie er es vorher gezeigt hat, mit so einem Abfallstück, das auch entsprechend wieder schön glätten. So, that's the table part. Jetzt ist das praktisch der So the next thing we Unterteil need der to do Decke. is make the legs. So, jetzt müssen die Beine her. There. So, right about there. Okay. So we need the wood to be longer. We'll use another piece of wood. Ja. Okay. Entweder muss er jetzt ein anderes Stück Holz nehmen, das wieder rund machen, weil die Beine ein wenig länger werden sollten als da bei diesem Muster. The first thing I'm going to do is mark the depth. Jetzt markiert er sich die Tiefe. There. Okay. So that's going to be my depth, and I'm going to drill out exactly the same as I did before with the spindle gouge to that depth. So, jetzt bohrt er hier oder höhlt da eben auch aus, wie er das vorher gemacht hat. Tool has to be perfectly on center height. Tool has to be perfectly on center height. That's why I have Also to move the das tool Werkzeug rest. muss genau im Zentrum natürlich sein. In der Horizontalen. Sonst geht's schief. If it's not perfectly central, it won't drill. Okay?
Also wenn es nicht genau in der Mitte ist, dann bohrt es auch nicht wirklich. Oh, that's okay. So what I do now is I make the stand on legs. Jetzt ist die Beinchen. Okay, ja. So the outside shape of the legs Ja. is the inside Okay, shape of die this. Außenseite, die Außenkante der Beinchen ist die Innenkante von diesem Stück. Okay, so we Ja. first of all make a groove for Jetzt this to muss, er, fit into jetzt muss er eben da erst eine Kerbe machen und dass das da reinpasst with parting tool. mit dem Abstechstahl. So the depth of 6-8 millimeter. Ungefähr bis zu einer Tiefe 6 mm. If it's a much bigger form, then they need a much deeper section. So Okay. Wenn man change it. natürlich eine viel größere Form hat von dem Topf, dann muss man natürlich auch eine deutlichere Tiefe. Measure with calipers Das macht er dann mit dem Messschieber oder der and Schublader. mark on the outside. Und markiert sich das jetzt auf der Außenseite, wie breit es genau oder wie tief das genau werden muss. And now what I do with the parting tools, I part in at an angle Mit dem Abstechstahl schneidet er immer einen gewissen Winkel. so that just starts to fit, and then I open out to that Genau, fit. sodass gerade die Scheibe hineinpasst am Anfang und macht es dann später erst, weitet es sozusagen ein bisschen auf. Take small cuts until you start to get the piece to fit. Genau, ganz, ganz vorsichtig arbeiten. Und wieder Mikrospäne produzieren. There you go, so just starting to Ja, fit. jetzt ist so, genau, jetzt passt es gerade. So now we open out from that point, however deep that fitted in, you then open out from where that lid. Genau, also wie tief auch immer das sein muss, er öffnet jetzt praktisch diesen Falz ein wenig oder diesen Mut ein wenig, muss man eigentlich sagen. Don't worry if it doesn't jam in there, because we're going to glue the legs on. Also man klebt ja auch die Beinchen hin, also da braucht er jetzt da keinen But you want the Kopf machen. best fit you can get. Aber macht